Ich weiß nicht, ob wir das Video wirklich machen sollen, aber es zählt halt zum Vanlife dazu. Wir haben 1:30 in der Nacht, sind um 12 nochmal mit Ari spazieren gegangen und er wurde gebissen. Von 2 Schutzhunden, die irgendwie die Bären vertreiben sollen, die den ganzen Tag da schwanzwedelnd um uns rumgewedelt sind und ganz friedlich waren. Aber jetzt in der Nacht ist die Situation eskaliert. Mist, vierfach Mist. Wir fahren jetzt in eine Stadt vor eine Tierklinik, damit wir ihn da morgen behandeln lassen können. Viel mehr können wir nicht tun. Außer sagen, seid vorsichtig. Ja, gehört auch zum Vanlife. Ja. Wir sind Patricia und Simon. In unserem selbst ausgebauten Van bereisen wir seit 2 Jahren Europa. Abonniere unseren Kanal, gib dem Video ein Like und wenn du eine Frage hast, dann stell sie unten in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß! Mittlerweile sind es 2 Tage später und wir haben den größten Schock verdaut. Was ist überhaupt genau passiert? Ja, wir hatten es noch schön bei uns am Abend drin und gegen Mitternacht wollten wir noch kurz mit Ari raus, wie wir es immer machen. Patricia wollte sogar mitkommen und wir haben uns bereit gemacht und sind raus aus dem Wohnmobil und 30 Sekunden später war es eigentlich schon eskaliert, weil da waren von dieser Skisprungschanze 2 Hunde, die dieses Gelände bewachen und offenbar auch gegen Bären verteidigen, wie wir später mitgekriegt haben. Die waren den ganzen Tag über angeleint und wurden freigelassen, das wussten wir nicht, haben aber so über den Tag eigentlich einen ganz netten Eindruck gemacht. Und dann sind wir raus, der eine Hund, der schwarze, der hat ein bisschen geknurrt und der weiße kam 30 Meter hervorgeschossen und hat sofort den Ari attackiert und ja, wir haben dann versucht, die Hunde auseinanderzunehmen. Das hat ja dann geklappt, wir haben alle ein bisschen Blessuren davongetragen, am meisten natürlich Ari und sind dann wieder zurück ins Wohnmobil. Also es ist so schnell gegangen, ja, dass wir eigentlich nur noch reagieren konnten und haben dann Ari erst versorgt, geguckt, dass es ihm gut geht und sind dann weggefahren von dem Platz, weil wir ja auch mit Ari noch spazieren müssen, das war ja der ursprüngliche Grund, und direkt vor die Tierarztpraxis gefahren, haben da dann übernachtet. Und dann am nächsten Morgen, also in der Nacht war natürlich kein Tierarzt offen, am nächsten Morgen sind wir direkt zum Tierarzt gegangen. Die Wunde konnte natürlich nicht mehr genäht werden, weil die 6 Stunden vorüber waren. Es ist etwa eine 1 x 2 cm große Wunde am linken Hinterbein. Haben es desinfiziert, versorgt und Antibiotika gegeben. Und heute waren wir jetzt nochmals und es sieht schon ganz gut aus, also es heilt gut. Ari hat noch ein bisschen Luft unter der Haut, was vom Kampf kommt. Das sollte aber in den nächsten Tagen auch verschwinden. Ja. Und falls du, das haben wir nämlich heute in Erfahrung gekriegt, falls du auch mit Hunden in solche Länder reist, unter anderem auch in Spanien, hat uns der Tierarzt jetzt aufgeklärt, es ist wirklich so, dass wir in der Dachregion die Tollwutimpfung nur noch alle 3 Jahre machen müssen. Das ist aber nicht überall in Europa so. Hier wird sie jährlich gemacht, unter anderem auch in Spanien wird sie jährlich gemacht, weil die Tollwut noch viel, viel verbreiteter ist. Und glücklicherweise haben wir ja wegen unserem Türkei-Trip das bei Ari alles gemacht, noch in Schweden und sind noch innerhalb von diesem Jahr. Also falls du auch mit Hunden reist, check unbedingt deinen Impfpass. Ja, allgemein würde ich sagen, wir hatten Glück im Unglück. Es konnte viel schlimmer kommen und sind froh, ist es nicht so und vor allem heilt alles so gut und so schnell. Ja, aber der Kampf war natürlich mega krass. Also wir sind auch mega froh, dass unsere Freunde mit dabei gewesen sind, weil Thorsten ist sofort rausgekommen, Franzi nachher auch, weil wir mussten irgendwie die Hunde trennen und es war dunkel, wir waren völlig überrascht, weil das so schnell ging. Wir hätten nicht damit gerechnet. Nee, wir hätten echt nicht damit gerechnet. Vor allem auch nicht hier in Rumänien, dass das so schnell eskaliert. Ist jetzt nun mal passiert, ist alles gut gegangen. Wir haben unsere Lehren daraus gezogen. Aber ja,
war echt eine mega crazy Situation. Also es ist so schnell gegangen. Und wir verstehen natürlich auch, dass diese Hunde die Bären vertreiben. Die sind ja dazu auch vielleicht gezüchtet und hängen halt den ganzen Tag an der Kette. Alles nicht so schön, aber das sind natürlich, ja, der Hund, der gegen Bären kämpft und überlebt, der muss ein bisschen robuster sein. Jetzt ist das halt blöd gelaufen, aber schlussendlich alles gut gegangen. Ja, der Wächter wollte dann auch keine Verantwortung übernehmen. Ist uns jetzt irgendwie auch egal, Hauptsache Ari und uns geht's wieder gut. Genau. Wir sind jetzt oberhalb von Brasov in so ein Skigebiet gefahren. Das ist hinter uns auch ein Gebiet, das wir sehr gut einsehen können. Es ist auch sehr abgelegen, das bedeutet, es sind keine anderen Hunde hier. Außer, und das ist vielleicht noch ein guter Tipp für dich, wenn du auch mit Hunden nach Rumänien reist oder auch in anderen Ländern, es gibt hier viele Schafsherden, die mit Hunden bewacht werden. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Den eine wie unser, der Ari, der Schafstreiber, das ist er eigentlich auch von der Rasse, da sind immer so 4, 5 Stück dabei. Und es gibt aber auch noch die Herdenschutzhunde, die von so einer wurde Ari auch attackiert. Wir handhaben es normalerweise so in allen Ländern, wenn wir hören, dass Tierherden kommen, nehmen wir unseren Hund immer rein, warten bis sie vorbei sind. Das haben wir in Albanien so gemacht, in Griechenland und aber auch in der Türkei. Das macht durchaus Sinn. Hier müssen wir jetzt Ari ein bisschen Zeit geben, dass er wieder gesund werden kann. Und darum sind wir hier. Wir können das Gelände sehr gut einsehen. Wir wissen mittlerweile, dass nur eine einzige Herde hier ist. Die haben 7 Hunde, by the way. Also, ja. Und was noch so ein bisschen uns aufgefallen ist, seit wir hier in Rumänien sind, dass es hier weniger Hunde gibt, deutlich weniger als in der Türkei und Albanien, und dass die scheuer sind. Zumindest die meisten. Ja, bis anhin haben sich die Straßenhunde eigentlich immer verpisst, wenn wir irgendwie gekommen sind. Darum haben wir diese Attacke auch nicht erwartet gehabt, aber einfach halt auch, dass du was daraus lernen kannst, weil es passiert so schnell und wir sind ja wirklich schon lange Zeit in vielen Ländern mit Straßenhundproblematik unterwegs und haben da eine gewisse Erfahrung und auch eine Routine entwickelt, wie wir das handhaben, und ja, es ist halt blöd gelaufen. So ist es auf jeden Fall. Also der Tierarzt hat gesagt, wir sollen mit so einem Aluminiumspray sprayen. Was machen wir jetzt? Müssen ein bisschen vorwärts machen. Ist gut. Ist gut. Eben Wunde mit Aluminiumspray behandeln und zusätzlich noch Antibiotika. Und wir möchten den Hund auf keinen Fall demütigen, wenn du jetzt denkst, ja, der arme Hund hat eine Hose an. Ja, der hat eine Hose an, weil in der Höhle kann der gar keinen Kragen haben. Und damit der die Stelle nicht leckt, ist natürlich eine Hose besser. Und ja, er toleriert sie zum Glück. Mittlerweile ist die Hundeattacke 2 Wochen her und Ari geht es zum Glück wieder sehr gut. Er ist schon ganz wieder der Alte und die Wunde heilt auch sehr gut. Glück im Unglück, kann man zu dieser Situation sagen. Wir sind froh, dass Ari eben wieder gesund ist und keine Schäden hat. Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Video veröffentlichen sollen oder nicht. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil wir möchten unsere Erfahrungen mit dir teilen, dass du weißt, wie das abläuft, wie das so in Rumänien ist. Ist natürlich nicht überall so, sondern es ist einfach unsere Erfahrung, die wir gemacht haben.
Die Hunde waren am Nachmittag an der Kette, haben nicht gebellt, sahen relativ freundlich aus und am Abend dann nicht mehr an der Kette und haben das Gebiet da vor Bären geschützt. Was ich natürlich völlig verstehe, und wir sind eigentlich in ihr Territorium eingedrungen, was wir natürlich nicht gewusst haben. Einfach, dass dir das klar ist, dass es viele von den Hunden in Rumänien gibt, die dafür da sind, vor allem in diesen Regionen die Bären zu vertreiben und dass diese halt sehr territorial sind. Und wenn man da mit dem eigenen Hund kommt, kann das eben nicht so gut ausgehen. Ja, das hast du schön gesagt. Wir haben sehr viele Länder bereist und wir wissen, wir haben einen Hund und wir sehen diese Straßenhunde, auch die Herdenschutzhunde, die Schafsherden überall bewachen in vielen Ländern. Es ist einfach ein Thema, wir bereiten uns immer sehr, sehr gut vor. Wir schauen, dass wir mit Ari sicher spazieren können, weil wir es wissen, dass diese Hunde hier sind und wir ja als Gast in deren Territorium sind. Und es ist jetzt wirklich einfach blöd gelaufen. Aber es hat uns auch die Grenzen gezeigt, bis wohin wir uns sicher fühlen, ab wann es nicht mehr gut ist für uns. Und das haben wir jetzt einmal erlebt. Wir hoffen natürlich, dass es das einzige Mal ist. Wir hoffen natürlich auch, dass du diese Länder bereisen kannst, ohne dass dir und deinem Hund was passiert. Und natürlich ist es so, dass es in solchen Ländern wilde Hunde gibt. Auch in der Türkei, in Albanien gab es die. Die waren aber eben sehr freundlich, aber das muss ja noch lange nichts heißen. Ja, wir hatten diese Problematik einfach wirklich nie und hier ist es jetzt einfach eskaliert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, müsst halt zu Hause bleiben oder auf dem Campingplatz. Das hilft uns nichts, das hilft dir nichts. Wir machen diese Videos, weil wir auch dich mitnehmen wollen und weil wir dir das auch zeigen wollen, was uns passiert. Es sind nicht nur die Sonnenseiten, die wir filmen, sondern halt das andere gehört auch dazu. Es ist Mist, wir haben auch keine Freude dran, aber es ist nun mal halt einfach gut, ja, passiert. Und wir sind glücklich, dass es unserem Hund wieder gut geht und wir unsere Reise fortsetzen können und sind jetzt natürlich gespannt, was uns hier in Rumänien noch alles erwartet und ob wir da eine schöne Reise erleben können. Also, danke für deine Zeit. Like unbedingt das Video, teile auch den Inhalt mit anderen Leuten, die vielleicht mit Hunden reisen. Es ist immer wieder gut, wenn man sich darauf aufmerksam macht. Ja, Abonniere den Kanal. Genau, und wenn du eine Frage hast, dann schreib einen Kommentar dazu. Ganz genau. Das freut uns. Und bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss.